Also Frau Alec, da sind Sie wieder. Sie sind immer noch die Freundin von Frau Hartmann. Auch Sie hatten eine Gesichts-OP bei mir. Die erste war also Sie hatten eigentlich zwei, ne? Die erste war vor ungefähr einem Jahr. Und dann fanden wir doch, dass das Kind ein bisschen zu spitz nach unten verlief und haben das noch kurz nachkorrigiert vor einem halben Jahr. Ich hätte aber ein paar Fragen. Und die erste ist, welche Probleme hatten Sie, die dazu geführt haben, dass Sie das machen lassen wollten? Also ich muss gestehen, dass ich im Zuge der Hormontherapie so ein bisschen gemerkt habe, dass in meinem Gesicht die Veränderungen noch sehr überschaubar waren. Und vor allem, also ich muss gestehen, vor allem die Stirnpartie war doch recht maskulin. Und das war im Grunde der Auslöser, wo ich gesagt habe, das wird sich auch nicht ändern, allein durch Hormone. Ist dann doch ein bisschen mehr geworden, aber ja, das war so der Auslöser, der im Grunde dazu geführt hat, dass ich jetzt mal mich informiert habe, was möglich ist. Ja. Und was finden Sie von dem Ergebnis? Also ich bin jetzt durchaus, also jetzt auch nach der zweiten Korrektur, nach der Korrektur, bin ich eigentlich mit dem gesamten Ergebnis zufrieden. Also im Grunde die Stirnpartie, also von den markanten Zügen, die vorher da waren, ist eigentlich alles verschwunden. Ich bin sehr zufrieden auch mit dem Ergebnis der Nase. Das war jetzt nicht unbedingt ein Bereich, wo ich sagen würde, das war eine sehr maskuline Nase, vielleicht doch ein bisschen, aber das ist in meiner Familie leider auch üblich. Ansonsten auch was das Kinn angeht, also ich kann eigentlich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo einen Aspekt der OP irgendwo negativ sehe, also nachteilig sehe oder so. Es ist eigentlich alles positiv. Ja. Fast perfekt, nicht wahr? Würde ich behaupten. Also ich wüsste jetzt auch nichts, wo ich jetzt akut sagen würde, dass es jetzt, da fehlt jetzt noch irgendwas oder ich habe irgendwas gelassen. Vielleicht wäre noch irgendwo ein bisschen was an den Wangen noch zusätzlich, aber es war das komplette Bild danach, sah eigentlich sehr gut aus. Ja, ich finde es auch sehr schön. Auch wenn ich es selber sage. Und warum sind Sie für diese OP zu mir gekommen? Also im Wesentlichen würde ich sagen, ich hatte schon eine Bekannte, die auch schon hier war. Das war auch so, als ich hier den Vortermin hatte, war sie auch gerade, also war auch eine andere, ich hatte mehrere Bekannte, die auch hier waren, deswegen hatte ich vorher schon Positives gehört. Als ich hier war, habe ich auch noch eine andere Bekannte getroffen, die gerade eine Woche kurz hinter ihrer OP war, wo man halt auch schon sehen konnte, was sich getan hat. Ich würde mal sagen, Mund-zu-Mund-Propaganda war so ein bisschen der Punkt. Und auch der Aspekt, dass ich jetzt nicht nur Nase machen sollte, sondern es war halt es war so ein Gesamtkonzept, was ich halt gerne hätte und das habe ich jetzt im Grunde auch wenig anderen Operateuren getraut. Was natürlich auch noch vorteilhaft war, ich komme aus Düsseldorf, die räumliche Nähe war natürlich auch positiv. Ja. Und wie war die Heilung nach der OP? Wie lange hat es gedauert? Wie schlimm war es? Also ich muss sagen, ich war im Grunde auch nach der OP direkt relativ schmerzfrei. Also nicht, dass ich jetzt irgendwo groß Schmerzen verspürt hätte. Natürlich Schwellungen waren da am Anfang, also da hat die Kühlung die ersten Tage auch geholfen, aber es lief natürlich auch teilweise dunkel an. Ich würde sagen, so nach einer Woche war langsam, die großen Schwellungen sind langsam zurückgegangen. Ich würde sagen, bis nach einem Monat waren jetzt nur noch die Narben waren natürlich noch teilweise ein bisschen länger erkennbar, aber ich würde sagen, nach einem Monat sah es schon relativ normal aus. Ja. Und das Gästehaus, wie war das? Ich war nur 2 Tage hier. Bin danach, also ich würde es im Nachhinein jetzt auch nicht nochmal so handhaben, sondern auch länger bleiben bei diesem Umfang. Ja. Aber wie gesagt, die Heilung verlief relativ gut. Ich hatte jetzt auch kein Problem damit, aber hier ein bisschen länger in Ruhe wäre wahrscheinlich auch positiv gewesen. Ja. Und wenn Sie sich selber noch einen Rat geben könnten, so wie Sie waren vor der OP, hätten Sie einen? Was würde es sein?
Ich wüsste jetzt eigentlich nichts, was ich jetzt besser machen könnte im Zuge der OP. Also ich bin jetzt auch sehr glücklich im Nachhinein. Ich war noch etwas zögerlich mit der Korrektur, das machen zu lassen, weil es natürlich doch nochmal ein Eingriff oder Narkose war. Bin da aber jetzt auch positiv, dass ich es gemacht habe. Ja, weil das Ergebnis jetzt 100%ig ist, wo es vorher halt nur 95%ig war. Also deswegen. Okay. Und wenn jemand hier Interesse hat an einer OP hier mal Kontakt aufnehmen möchte, das ist okay für Sie? Ja, kein Problem. Sehr lieb. Vielen Dank fürs Interview.